Der Industriestraße in Leipzig gibt es seit einigen Wochen den Laden, der von zwei Spielverrückten betrieben wird. Matthias Meister aus München und Toni Ramenda aus Bischofswerda. Die beiden verkaufen ihr Spielzeug, mit dem sie selbst am liebsten spielen und das sie entweder selbst erfunden oder zumindest weiterentwickelt haben. Angefangen hat es mit einem Spiel aus Südamerika. Wir haben damals in Chemnitz zusammen gewohnt und Toni hat das mitgebracht und wir haben das immer gespielt. Ziel ist es einfach, diese Kugel hier an der Schnur hochzuziehen und aufzufangen. Und das war damals unser WG-Spielzeug. Und das ist das, was wir daraus entwickelt haben. Heißt Hikayo, ist auch ein Kugelfangspiel. Man kann auch viel mehr machen, weil man mehr Optionen hat. Das war das erste Spiel, was wir kreiert haben und damit ging es dann so richtig los. Mittlerweile haben sie in langer Tüftelei ein völlig neues Steckspiel mit endlosen Möglichkeiten entwickelt, den Binabo-Ball. Vom ersten Gedanken bis zum fertigen Produkt hat es 4 Jahre gedauert. Dabei war es den beiden besonders wichtig, nachhaltige Materialien zu benutzen. Das hier ist das Material, das wir für unser Binabo verwenden. Und das Besondere ist, man könnte meinen, das sei Plastik, aber besteht hauptsächlich aus Zucker. Das wurde am Fraunhofer-Institut entwickelt und ist wirklich was ganz Besonderes und ein reines Naturprodukt. Eine andere Idee der beiden ist eine Wippe, die für Kinder und Eltern gleichermaßen funktioniert. Ich habe für meine Kinder halt meine Wippe gebaut und habe gemerkt, ich möchte auch damit Freude haben und habe den Gedanken gehabt, wirklich diese Eigenschaften eines Skateboards mit reinzubringen, sodass es eben auch schön federt und auch für Erwachsene wunderbar ist. Und Erwachsene können damit halt wirklich Kraftübungen machen, Ausdauerübungen, Dehnungsübungen, also Fitnessgerät und Spielobjekt. Produziert wird in Deutschland, ein guter Teil der Arbeit passiert ein paar Straßen weiter in ihrer Werkstatt. Hier wird das Brett veredelt. Auch dabei gilt, Nachhaltigkeit und Natürlichkeit geht vor. Das Holz kommt aus dem Weserbergland, die Rohlinge werden in Leipzig dann verkaufsfertig gemacht. Wir machen hier faktisch die Endverarbeitung. Also jetzt öle ich gerade ein Brett mit einem wunderbaren Arbeitsplattenöl. Und dieses Arbeitsplattenöl ist komplett lösemittelfrei, dermatologisch geprüft und wir können tatsächlich ohne Schutzhandschuhe arbeiten und haben natürlich auch immer angenehmes Raumklima in der Werkstatt. Die beiden liefern ihre Produkte mittlerweile in die USA, genauso wie nach Asien. Spielzeug, das aus Leipzig kommt und hier produziert und verpackt wird. Der Binabo-Ball zum Beispiel wird in den Werkstätten der Diakonie eingetütet. Es ist oft so, dass ja so der Zufall eine Rolle spielt und das war auch diesmal so, dass ich mit meiner Tochter beim Körneritzstraßenfest war und der Toni hier mit einem Stand dort war und meiner Tochter das Spielzeug gefallen hat. Genau, und dadurch sind wir ins Gespräch gekommen und da habe ich gedacht, ja, es wäre eigentlich auch was Schönes für unsere Werkstatt. Aus einer WG-Idee heraus wirklich Spielzeug herzustellen, braucht vor allem eins: einen langen Atem. Seit 8 Jahren tüfteln die beiden Spielverrückten und jetzt gibt es all ihre Produkte in der Industriestraße in Leipzig in einem Laden.